He had said, "You must continue." That was his last word. Er lehrte uns, in jedem Pinselstrich Freude zu finden. Er flüsterte uns zu, dass es keine Fehler gibt. Nur glückliche Zufälle. Aber jetzt hat sich Bob Ross' eigener Sohn zu Wort gemeldet, um eine Wahrheit zu bestätigen, die jeder Fan befürchtet. Was Steve Ross gerade über die letzten Jahre seines Vaters enthüllt hat, ist herzzerreißender, als wir es uns hätten vorstellen können. Der stille König der zufriedenen kleinen Bäume. Bob Ross schien ein ideales Leben zu führen. Doch die Realität ist weitaus düsterer. Hinterhältigkeit, Verrat und ein aufsehenerregender Gerichtskampf um seinen Ruf. Bevor wir Steves Geständnis weitergeben, eine kurze Umfrage. Glauben Sie, dass selbst die sanftesten Seelen manchmal tiefen Schmerz verbergen? Geben Sie in den Kommentaren 1 für Ja oder 0 für Nein ein. Was also hat Steve Ross bestätigt und warum verändert es die Art und Weise, wie wir uns an den Mann hinter der Staffelei erinnern? Machen Sie sich darauf gefasst, dass sich alles, was Sie über diese zufriedenen kleinen Bäume geglaubt haben, ändern wird. Ein Leben zwischen militärischen Konflikten und Kunst. So wurde der kleine Bob Ross 1942 in Florida geboren. Seine Mutter Ollie war Kellnerin, sein Vater Jack Zimmermann. Trotz des Mangels an Wohlstand war Bob ein einzigartiges Kind mit einer tiefen Zuneigung zu Tieren. Er kümmerte sich um verletzte Tiere, darunter Eichhörnchen, Alligatoren und sogar seltsame Schlangen. Jahre später war es eine wahre Freude, einige seiner tierischen Freunde in seiner Fernsehsendung zu sehen. In der 9. Klasse musste Bob eine schwierige Entscheidung treffen. Er verließ die Schule, um seinem Vater in der Schreinerei zu helfen. Leider verlor Bob bei einem schrecklichen Unfall einen Teil seines Zeigefingers. Man sollte annehmen, dass die Ambitionen, zu malen, dort enden würden. Oder nicht für Bob Ross. Zufälligerweise konnte er auch dieses Hindernis überwinden. 1961. Nur wenige Monate nach seinem 18. Geburtstag tat Bob Ross etwas völlig Unerwartetes. Er meldete sich bei der Luftwaffe. In den folgenden 20 Jahren diente der unbekümmerte Maler bei den Streitkräften. Mit seinen 1,9 Metern war Bob Ross ein großer Mann. Die Luftwaffe würde wollen, dass er Flugzeuge fliegt. Nicht wahr? Aber so einfach war es nicht. Es stellte sich heraus, dass Bob aufgrund seiner Größe und seiner Plattfüße nicht fliegen konnte. Stattdessen versank er als medizinischer Archivar hinter einem Schreibtisch in Papierkram. Es ist ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Aber jetzt kommt der verrückte Teil. Bob wurde in der Luftwaffe zum Master Sergeant befördert. Er tat mehr, als nur Anweisungen zu befolgen. Schließlich war er derjenige, der die Befehle erteilte. Er bezeichnete sich selbst als die Person, die dich anschreit, wenn du zu spät zur Arbeit kommst und dich die Toilette putzen lässt. Bei der Luftwaffe war er nicht als Happy Little Trees Bob bekannt. Man nannte ihn stattdessen Bust 'em Up Bobby. Wie der Drill Sergeant in diesen alten Filmen war er ziemlich streng mit den Auszubildenden. Bob war jedoch kein grausamer Mensch. Es tat ihm weh, so unhöflich zu sein. Es passte einfach nicht zu ihm, nach all den Schimpftiraden und Bestrafungen. Bob fluchte später vor sich hin. Er würde diese ganze Leidenschaft hinter sich lassen, wenn er jemals das Militär verlassen würde. Er würde der netteste und hilfsbereiteste Mensch sein, den man je getroffen hat. Und wissen Sie was? Er hat dieses Versprechen voll und ganz erfüllt. Bob Ross wurde weit oben auf dem Luftwaffenstützpunkt Eilson in Alaska eingesetzt. Dieser Mann aus Florida hat noch nie Schnee und Berge gesehen. Die atemberaubende Landschaft hat etwas in ihm ausgelöst. Aber hier ist die entscheidende Frage: Das Militär zu verlassen, um eine Karriere in der Kunst zu verfolgen. Bobs Weg in der Kunst. Würde es der Neuanfang sein, auf den Bob gehofft hatte? Oder würde er entdecken, dass eine andere Art von Konflikt auf ihn wartete? Die Wendung ist die: Bob wurde in den frühen 1960er Jahren, als er noch in Alaska stationiert war, zu diesen Malworkshops auf dem Stützpunkt gelockt. Sie dienten als kleine Abwechslung von den Strapazen des Dienstes.
Der Drill Sergeant Bob Ross begann daraufhin mit dem Pinsel zu experimentieren. Aber zunächst war es vor allem ein Zeitvertreib. Dann machen wir weiter bis 1975. Bob hat sehr lange, 17 Jahre, in der Luftwaffe gedient und malt immer noch. Und dann malt er immer noch. Er sieht sich eine Fernsehsendung mit dem Titel The Magic of Oil Painting an, die von William Alexander, einem Deutschen, moderiert wird. Alexander verfügte über eine umfassende Technik, die es ihm ermöglichte, in nur 30 Minuten atemberaubende Aussichten zu schaffen. Sie können davon ausgehen, dass Bob völlig begeistert war, aber anfangs hat es ihn gestört. Er hatte sich sehr viel Mühe mit diesen schwerfälligen, komplizierten Bildern gegeben. So wurde er von Alexanders Stil inspiriert. Ein gesundes Maß an Interesse, gemischt mit vielleicht ein wenig Ungeduld. Ist Malen mehr als nur ein Zeitvertreib? Würde es schnell gehen, Spaß machen und etwas sein, von dem er anderen erzählen könnte? An diesem Punkt wurde Bob ernst. Daraufhin begann Bob, die Nass-in-Nass-Methode zu studieren. Im Wesentlichen trug er zusätzliche Farbe auf, während sie noch nass war, anstatt zu warten, bis jede Schicht getrocknet war. Das ging viel schneller und war ideal für eine Fernsehsendung, bei der es schnell gehen musste. Bob malte, wann immer er die Gelegenheit dazu hatte, während er noch beim Militär diente. Landschaften aus Alaska, na klar. Sogar Besucher kauften die Bilder von ihm. Und schon bald brachte seine Malerei mehr Geld ein als seine offizielle Beschäftigung bei der Air Force. Bob arbeitete gelegentlich in Kneipen, um zusätzliches Geld zu verdienen. Aber er tat mehr, als nur Getränke auszuschenken. An der Bar malte er, meist auf diese antiken Goldwaschdosen. Lockere, schnelle Pinselstriche, die ganze Ausstellung war da. Die Leute genossen es, ihn vor ihren Augen diese Miniaturkunstwerke schaffen zu sehen. Der Weg zum Ruhm. Bob verließ das Militär schließlich 1981, nachdem er 20 Jahre lang gedient hatte. Er beschloss, den Maler des Fernsehprogramms, William Alexander, zu finden. Bob wurde zu einem seiner besten Schüler, als er die Technik des Malens schnell beherrschte. Dennoch wurde er Alexanders bester Schüler, weil er mit großem Enthusiasmus die Kunstform studierte. Das war kein sehr guter Lohn. Außerdem konnte er kaum über die Runden kommen, obwohl er einige bezahlte Malstunden erhielt. Aus finanzieller Not heraus entwickelte Bob seinen bekannten Afro. Es stellte sich heraus, dass er mit diesen großen Locken Geld für den Haarschnitt sparen konnte. Er ließ sich eine Dauerwelle machen, anstatt sein Haar wachsen zu lassen. Bob sagte später, dass er die Frisur wirklich verabscheute, aber er fühlte sich gezwungen, sie zu tragen, da sie zu einem so wichtigen Teil seines Images geworden war. Der Afro erwies sich jedoch als etwas Positives. Abgesehen von seinen Hosen, Jeanshemden und seiner beruhigenden Stimme hatte Bob die Ausstrahlung eines modernen Malhippies, eines netten Künstlers. In seiner Sendung vermittelte er nicht nur Methoden, er gab auch den Ton an. Trotz der Tatsache, dass Millionen von Zuschauern zusahen, vermittelten seine sanfte Stimme und die fröhlichen Wölkchen den Eindruck, dass die Zuschauer eine ganz persönliche Anleitung erhielten. Einige andere fanden, dass Bobs Präsentation mehr als nur Malerei war. Sie war therapeutisch. Es war sehr beruhigend, zu sehen, wie dieser ruhige Mann einem beibrachte, wie man etwas Schönes erschafft. Doch Bobs Weg war nicht nur sonnig und heiter. Erinnern wir uns, dass er die Air Force verlassen hatte, um eine Karriere als Maler einzuschlagen, in der Hoffnung, seinem Mentor William Alexander nachzueifern. Ross trat sogar in die Fußstapfen seines Idols und wurde Wanderlehrer. Das Problem war, dass die Unterrichtsstunden die Kosten nicht deckten. Bob hatte dann 1983 eine lebensverändernde Chance, als er seine eigene PBS-Fernsehsendung The Joy of Painting bekam. Während der 11 Jahre, die die Sendung lief, war er wesentlich beliebter als sein Ausbilder. Man kann sich Bob Ross' gesamtes Leben als ein ruhiges Leben vorstellen, das nur aus ihm, dem Pinsel und diesen zufriedenen kleinen Bäumen besteht. In Wirklichkeit
hatte er jedoch ein kompliziertes Privatleben. In Wirklichkeit hatte er 3 Ehen und 2 Söhne. Schon als Bob noch ein Teenager war, wurde sein erstes Kind geboren. Über diesen Aspekt seines Lebens haben wir nicht viele Informationen. Er heiratete später Vivian Rich, seine erste Frau, und die beiden bekamen einen Sohn namens Steve. Steve wurde später ebenfalls Maler und trat gelegentlich in The Joy of Painting auf. Leider wurde die Ehe von Bob und Vivian im Jahr 1977 geschieden. Es gab Gerüchte, dass Bob seine Frau betrogen hatte. Bob heiratete kurz darauf Jane, seine zweite Frau. Sie wurden sogar Geschäftspartner und schienen zufrieden zu sein. Doch leider starb Jane 1992 an Krebs und sie hatten keine gemeinsamen Kinder. 1995, 2 Monate vor seinem Tod, heiratete Bob seine 3. Frau, Linda Brown. Die Leute waren verblüfft und fragten, warum er so jung heiraten würde, wenn er so krank war. Obwohl er zu einer beliebten Fernsehpersönlichkeit wurde, war Bob Ross zweifelsohne ein Privatmann. Er behielt die Probleme seiner Familie für sich. Es hilft einem zu erkennen, dass selbst die optimistischsten Menschen Probleme haben und manchmal werden diese Probleme unter der Erde gehalten. Die ganze Geschichte von Bob Ross' Aufstieg zum Ruhm beginnt mit Annette Kowalski. Sie war keine Künstlerin. Wissen Sie, sie hatte gerade ihren Sohn verloren und war deshalb sehr deprimiert. Auf der Suche nach Ablenkung entschied sie sich, an einem von Bobs Malworkshops teilzunehmen. Und wissen Sie was? Es war erfolgreich. Sie fand Bobs Art faszinierend. Und es half ihr auch, sich ein wenig besser zu fühlen. Im Gegensatz zu Bob war Annettes Mann Walt Kowalski, ein ehemaliger CIA-Agent. Walt sah in Bobs Talent ein kommerzielles Potenzial. Gemeinsam entwickelten Bob und die Kowalskis das Konzept für die Fernsehsendung The Joy of Painting. Eine merkwürdige Kombination, nicht wahr? Ein stiller Maler, eine traurige Witwe und ein Ex-CIA-Mann. The Joy of Painting wurde 1983 erstmals im Fernsehen ausgestrahlt und erlangte schnell große Bekanntheit, als die Sendung von PBS-Sendern im ganzen Land aufgegriffen wurde. In den 11 Jahren, in denen die Sendung lief, wurde Bob Ross wirklich bekannt. Die Kowalskis und Rosses gründeten offiziell die Bob Ross Inc. Im Jahr darauf, 1984, mit Bob und seiner Frau Jane. Die Zusammenarbeit schien ideal zu sein. Die Kowalskis verfügten über den finanziellen Scharfsinn, Bob über die Fähigkeiten. Und nun konnten sie Bobs unverwechselbare Lehrmethode nutzen, um Millionen von Menschen zu erreichen. Die Sendung lief in ihrer Haarblütezeit täglich auf 277 Sendern. Erinnern Sie sich an den deutschen Maler William Alexander, der Bob so schnell das Malen beigebracht hat? Auch er war nicht erfreut, dass Bob seine eigene Fernsehsendung hatte. Alexander war der Meinung, dass Bob sich seinen Stil vollständig angeeignet hatte, was die Sendung The Joy of Painting so beliebt machte. Ihre Verbindung war völlig zerstört, als hätte sich sein bester Schüler in seinen schärfsten Rivalen verwandelt. Obwohl es schon seit langem Varianten dieser Nass-in-Nass-Methode gab, dachte Alexander, er hätte sie erfunden. Alexander verstand nämlich nicht, was in Bob Ross so einzigartig war. Obwohl das schnelle Gemälde kühl war, hatte Bob einen gewissen Charme, eine sanfte Stimme und eine beruhigende Art, wenn er über angenehme kleine Missgeschicke sprach. Die Wirkung war hypnotisierend. Ob sie nun ernsthaft malen oder sich einfach nur entspannen wollten, die Leute kamen zu Bobs Präsentation. Alexander kam wegen seines starken deutschen Akzents einfach nicht so gut an. Bobs absolut Ruhe war zu gut für ihn. Und das ist ein entscheidender Punkt. Bob Ross's Pleasure in Painting, an original method of creating art. The Joy of Painting war eine Erfahrung und nicht nur eine Sammlung künstlerischer Methoden. Bob Ross's Magie bestand darin, eine Umgebung einladend erscheinen zu lassen und nicht nur darin, ausgefeilte Maltechniken anzuwenden, als wäre er ihr entspannter Freund, der sie in eine faszinierende Freizeitbeschäftigung einführt. Diese ermutigenden Worte
diese sanfte Stimme. Er konnte jedem das Gefühl geben, dass er mit ihm malen konnte. Einfach die Begeisterung, etwas Neues auszuprobieren, ohne zu urteilen. Man konnte Bobs Verhaltensweisen leicht kopieren, aber seine aufrichtige Großzügigkeit konnte man nicht nachahmen. Durch ihn schienen erstaunliche Dinge möglich zu sein. Erinnern Sie sich zum Beispiel daran, wie er nur Grautöne verwendete, um eine ganze Landschaft zu gestalten? Warum? Weil er einen Brief von einem farbenblinden Bewunderer erhielt, der sich ausgeschlossen fühlte. Etwas Einzigartiges war, dass Bob zeigte, wie sehr er sich kümmerte. Jede Folge fühlte sich wie ein kleiner Ausflug an. Bob sprach über die Taktik, die Umgebung und manchmal machte er sogar einen lustigen Witz. Und die kleinen Überraschungen, wie zum Beispiel die Einführung von Peapod, seinem Eichhörnchen, in das Programm, sind pure Freude. Peapod wurde zum pelzigen Maskottchen für die gesamte Veranstaltung Joy of Painting. Bob Ross war aus vielen Gründen einzigartig, nicht nur wegen seiner Fähigkeit zu malen. Wenn man es wirklich wollte, konnte jeder diese Fertigkeiten beherrschen. Bobs Einstellung war es, die den Unterschied ausmachte. Er ließ die Malerei zugänglich und nicht beängstigend erscheinen. Man fühlte sich, als ob man einfach nur mit einem Freund zusammen wäre, der zufällig auch ein wirklich talentierter Landschaftsmaler ist, und nicht, als ob man einen Kurs bei ihm besuchen würde. In einer bekannten Folge seiner Sendung verwendete Bob sogar nur Grautöne zum Malen, weil er einen Brief von einem farbenblinden Fan erhalten hatte, der ihm sagte, dass es sinnlos sei, malen zu lernen, wenn er nicht jede Farbe erleben könne. Bobs Antwort: Er widmete eine ganze Ausstellung, um zu zeigen, dass man auch dann, wenn man die Welt nur in Schwarz-Weiß sieht, beeindruckende Kunst schaffen kann. Für dieses Maß an Großzügigkeit hat er sich großen Respekt verschafft. Denken Sie daran, dass jede Ausstellung nur 30 Minuten dauerte. Ein Teil des Vergnügens an dem Programm war Bobs Bedürfnis, schnell zu arbeiten. Während er malte, unterhielt er sich, gab kurze Ratschläge oder sagte einfach nur nette Dinge. Gelegentlich gab es auch unerwartete Besucher. Peapod, Bobs Eichhörnchen, trat gelegentlich in der Sendung auf. Die Leute liebten es. Diese kleinen Momente sorgten dafür, dass die Sendung locker und humorvoll blieb. Hier ist eine seltsame Tatsache. Bob Ross hat nie einen einzigen Cent direkt von der Fernsehsendung Joy of Painting erhalten, obwohl sie 11 Jahre lang ein Riesenerfolg war. Alles wurde umsonst gemacht. Man könnte sich fragen, wie er Geld verdient hat. Bob und die Kowalskis haben jedoch einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Er wollte wirklich seine Liebe zur Kunst teilen. Im Gegensatz dazu sahen die Kowalskis Dollarzeichen. Sie gründeten Bob Ross Inc., ein Unternehmen, das alles lieferte, was ein angehender Künstler brauchen konnte. Alles Mögliche, Pinsel, Spezialfarben, Anleitungen. What's up, you? Sogar zertifizierte Bob Ross-Lehrer boten überall in den USA Kurse an. All das war hervorragendes Marketing. Und bis 1991 war ihr kleines Risiko zu einem Unternehmen mit einem Jahresumsatz von $15 Millionen angewachsen. Das Problem war, dass Bob nicht auf das Geld fixiert zu sein schien. Es machte ihm Spaß, die Freude am Malen weiterzugeben und hochwertige Lernhilfen anzubieten. Aber für die Kowalskis ging es nur darum, so viel Geld wie möglich zu verdienen. Spannungen waren die Folge. Wen kümmerte es, wenn die Materialien nicht von höchster Qualität waren, wenn sie billiger hergestellt werden konnten? Geld hat die Macht, Menschen zu verändern. Und vielleicht war es das, was in diesem Fall zu geschehen begann. Bob war höflich, mitfühlend und kümmerte sich wirklich um sein Publikum, wie wir gesehen haben. Aber die Kowalskis, sie waren nicht so schön wie eine Bob Ross-Landschaft. Und ihre tatsächlichen Farbtöne begannen sich abzuzeichnen. Oberflächlich betrachtet schienen die Dinge im Laufe der Jahre gut zu laufen. Das Geschäft florierte und Bobs Programm war ein voller Erfolg. Allerdings kursierten Gerüchte über Probleme zwischen Bob und den Kowalskis hinter den Kulissen. Es gab sogar Gerüchte über eine Affäre zwischen Annette Kowalski und Bob.
Jahre später hat Steve, Bobs eigener Sohn, angedeutet, dass da etwas dran sein könnte. Aber die Familie Kowalski hat das immer abgestritten. Das gibt ein ganz anderes Bild von dem, was passiert ist. Hutch. Dann kam die Katastrophe. Bob Ross Kämpfe und Entscheidungen. 1992 verlor Bobs Frau Jane ihren Kampf gegen die Krankheit und verstarb. Der Schmerz war nicht auf das Herz beschränkt. Für das Unternehmen war dies ein entscheidender Moment in seiner Geschichte. Erinnern Sie sich an den Vertrag, den Sie alle unterschrieben haben? Darin wurde beschlossen, dass Janes Anteile an der Firma nach ihrem Ausscheiden an die verbleibenden Partner verteilt werden sollten. Bob Ross, die Personifizierung des gesamten Unternehmens, war plötzlich Minderheitseigentümer des Unternehmens. Es ging nicht mehr um Freundschaft oder darum, die gleichen Ziele zu verfolgen. Das war die Frage, die es zu beantworten galt. Außerdem gibt es eine Bemerkung, die für den vorliegenden Fall sehr passend ist. Im Vergleich zu einem Geschäft, das auf einer Freundschaft beruht, ist eine Beziehung, die auf einem Geschäft basiert, besser. Durch den Tod von Jane hat sich alles auf erschütternde Art und Weise verändert. Von da an wird die Situation erheblich schwieriger. Bob hatte es schwer, die Kontrolle über die Verwendung seines eigenen Namens und das Auftreten in der Öffentlichkeit wiederzuerlangen. Es gab Konflikte, die sich hinter verschlossenen Türen abspielten und die die Zuschauer zu Hause nicht einmal erahnen konnten. Bob hatte in der Tat einige besondere Gäste in der Sendung, die zu verschiedenen Zeitpunkten auftraten. Freunde und Tiere gleichermaßen. Aber es gab einen Besucher, der sich von allen anderen abhob, Steve, sein Sohn, hier. Das Malen hatte Steve von seinem Vater gelernt. Und der war ein großer Künstler. Die Pinselstriche der Familienmitglieder waren einander verblüffend ähnlich. Manchmal lud Bob Steve ein, in der Sendung aufzutreten, und die beiden malten zusammen. Es war sogar möglich, dass Bob einen Schritt zurücktrat und Steve die Initiative überließ. Obwohl es angenehm war, konnte man auch einen kleinen Druck spüren, der in diesen Zeiten verborgen war. Man bedenke, dass Bob älter wurde, und es schien, als ob er hoffte, dass Steve eines Tages die gesamte Kontrolle über das Programm übernehmen würde. Das Problem war, dass Steve nicht Bob war, obwohl er ohnehin ein guter Maler war. Während er gefilmt wurde, hatte er nicht die gleiche beruhigende Präsenz. In die Rolle seines Vaters zu schlüpfen, war wie der Versuch, eine unmögliche Aufgabe zu bewältigen, was zu einer erheblichen Meinungsverschiedenheit zwischen den beiden führte. Es gab eine Zeit lang erhebliche Meinungsverschiedenheiten, die dazu führten, dass sie einige Jahre lang schwiegen. Erst als bei Bob Cripps diagnostiziert wurde, was nur wenige Wochen nach dem Tod seiner Frau Jane der Fall war, begannen sie wieder miteinander zu kommunizieren. Nachdem einige Zeit vergangen war, räumte Steve in einem Interview ein, dass er es sehr bedauerte, dass er die Sendung nicht für seinen Vater übernehmen konnte. Deshalb dient es als Warnung, dass Stolz und Sturheit manchmal nur zu verpassten Chancen führen können. Trotz der lähmenden Krankheit und des Wissens, dass seine Zeit begrenzt war, ging Bob Ross weiterhin den Dingen nach, die er liebte, und er malte. Danach produzierte er weiterhin neue Episoden von The Joy of Painting. Obwohl die Krankheit seinen Körper schwer geschädigt hatte, konnte er noch immer an der Staffelei stehen. Noch erstaunlicher ist die Tatsache, dass er seine Krankheit keinem seiner Mitarbeiter mitteilte. Obwohl er unter Schmerzen litt, erfreute er sein Publikum weiterhin mit der gleichen Freude und dem gleichen Humor, wie er es immer getan hatte. Während dieser letzten Folgen schien es, als ob Bob gegen den Lauf der Zeit ankämpfte. In anderen Fällen drehte er 3 oder 4 Episoden an einem einzigen Tag. Er wollte unbedingt sicherstellen, dass seine Anhänger auch nach seinem Tod Zugang zu neuen Inhalten haben würden. Möglicherweise war die Malerei für ihn auch ein Mittel, um sich von der düsteren Realität, mit der er konfrontiert war, abzulenken. Aber der schrecklichste Aspekt ist dieser: Diejenigen, die mit seinem Namen und seinem Ruf
Millionen von Dollar verdient hatten. Die Kowalski-Leute. In der schwierigsten Zeit im Leben ihres Freundes sind sie nicht aufgetaucht, um ihm zu helfen. Es ist wahrscheinlich, dass der Gedanke an sein Ableben sie wütend machte. Ganz einfach, weil es keine Bob Ross Inc. geben würde, wenn es Bob Ross nicht gäbe. Sie begannen verzweifelt nach einer Lösung zu suchen, anstatt die Situation zu unterstützen. Dies ist der hässlichste Aspekt der Unterhaltungsbranche, wie Sie sehen werden. Es gibt Menschen, die man als Freunde betrachtet, aber wenn es um Geld geht, verwandeln sie sich plötzlich in Raubtiere. Zu diesem Zeitpunkt war Bob im Grunde ein Gefangener für sie, da er in einem Unternehmen eingesperrt war, das er mit aufgebaut hatte. Bob Ross wollte sich jedoch nicht kampflos ergeben. Die letzte Staffel von The Joy of Painting war das Mittel, mit dem er eine Botschaft vermittelte, die nicht offenkundig war. Obwohl er sich nie öffentlich zu seiner Krankheit äußerte, konnte jeder, der aufmerksam zuhörte, feststellen, dass seine letzten Episoden einen bittersüßen Ton hatten. Es war fast so, als würde er seine Bewunderer für eine sehr lange Zeit zurücklassen. Außerdem konnte er 1995, als er sich dem Ende seines Lebens näherte, noch ein weiteres Ziel verwirklichen, indem er seine eigene Nachrichtensendung moderierte. Obwohl er krank war und eine Perücke trug, um den durch die Chemotherapie verursachten Haarausfall zu verbergen, trat er bei Elmer & Friends auf. Doch die Kowalskis waren darüber verärgert. Sie waren verärgert darüber, dass er eine Stelle außerhalb des Unternehmens angenommen hatte. Selbst als er in der letzten Phase seines Lebens war, hatten sie das Gefühl, ihn zu besitzen. Die Art und Weise, wie alles zu Ende geht, ist der herzzerreißendste Aspekt der Erzählung. Stellen Sie sich vor, Bob Ross liegt gerade auf seinem Krankenbett. Der Kampfeswille ist noch vorhanden, obwohl er unter Schmerzen leidet und schwach ist. Und wissen Sie, was Annette Kowalski tut? Sie besitzt die Dreistigkeit, ihn zu einem Vertrag zu bewegen. Eine rechtliche Vereinbarung, die besagte, dass die Kowalskis auf ewig, auch nach seinem Tod, Eigentümer seines Namens und seines Bildes bleiben würden. Man stelle sich die Schutz bevor, einen Mann, der sich dem Ende seines Lebens nähert, für etwas zu stören, das so eigennützig ist. Ich finde das abstoßend. Als Steve Ross dies sah, beschloss er, seinem Vater dieses widerwärtige Dokument gar nicht erst vorzulegen. Annette kehrte ohne Hab und Gut nach Hause zurück. Aber das war noch nicht das Ende der Geschichte. Mit zunehmender Gier wurden die Kowalskis immer verzweifelter. Sie waren nur daran interessiert, die Unterschrift zu bekommen, die ihnen die volle Verfügungsgewalt über Bobs Erbe geben würde, auch wenn sie sich nicht mehr um Bob kümmerten. Mit jedem Tag, an dem Bob das Dokument nicht unterzeichnete, wurde die Angst größer. Die Familie Ross wurde durch ihre hartnäckigen Anrufe belästigt, die sich an einen Mann richteten, der in seinen letzten Tagen nur noch etwas Frieden finden wollte. Überlegen Sie sich das mal. Der Tod von Bob Ross und der Kampf der Kowalskis. Der freundliche und sanfte Bob Ross, der sich über die Geier aufregte, die sein Sterbebett umkreisten. Steve erinnerte sich in einem späteren Interview daran, wie sein Vater in das Telefon schrie, »Du bekommst meinen Namen nicht«, während er ans Telefon ging. Der Tod von Bob Ross trat am 4. Juli 1995 ein, als er 52 Jahre alt war. Dies war keine völlige Überraschung. Er hatte seit vielen Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die zum Teil darauf zurückzuführen waren, dass er sein ganzes Leben lang Raucher war. Im Bundesstaat Florida wurde er im Woodlawn Memorial Park beigesetzt. Außerdem verheimlichte er auf eigenen Wunsch seine Krankheit vor anderen. Selbst einige wenige seiner engsten Freunde und Familienmitglieder wussten nichts von seinem Ableben. Eine schreckliche Entwicklung, die den Kowalskis direkt in die Hände spielte. Selbst wenn die Nachricht von Bobs Tod allen bekannt war, konnte seine Sendung weiter ausgestrahlt werden, als wäre nichts geschehen. Sie waren mehr damit beschäftigt, die letzten paar Dollar aus den Umständen herauszuquetschen, als das Vermächtnis ihres sogenannten Freundes zu würdigen. Bei der Beerdigung waren etwa 40 Personen anwesend. Sie waren sich nicht bewusst, dass sie an der Beerdigung
einer prominenten Persönlichkeit der Popkultur teilnahmen. In Wirklichkeit waren die Kowalskis gar nicht anwesend. Sie waren zu sehr mit dem Plotten beschäftigt, obwohl ihnen durch den Vertrag das Eigentum an der Bob Ross Inc. erhielten, war dies nicht ausreichend. Inwieweit würden sie in der Lage sein, den Geldzug aufrechtzuerhalten, wenn Bob Ross, der Mann, nicht mehr da wäre? Der wichtigste Faktor war das Merchandising. Da Bob Ross die Rechte an seinem Namen und seinem Konterfei vor seinem Tod nicht abgetreten hatte, machten sich seine Anwälte sofort an die Arbeit. Können Sie es glauben, eine Klage gegen die Verwandten einer verstorbenen Person einzureichen? Sie beabsichtigten, die Familie Ross mit Hilfe der Justiz dazu zu zwingen, das Erbe von Bob vollständig aufzugeben. Während Bobs Angehörige eigentlich trauern sollten, sahen sie sich stattdessen mit einem juristischen Kampf konfrontiert, der von denjenigen angezettelt wurde, die sich zuvor als Freunde ausgegeben hatten. Man hätte meinen können, dass die Kowalskis zumindest so tun würden, als seien sie über Bobs Verlust betrübt, aber das taten sie nicht. Sie sahen es als eine Chance, etwas zu tun. Wie Sie sehen können, hatte Bob sie in seinem Testament niedergeschrieben. Seinem Sohn Steve und seinem Halbbruder Jimmy Cox wurde die Aufgabe übertragen, seinen Nachlass sowie seinen Namen und sein Image zu verwalten. Doch das reichte nicht aus, um die Kowalskis abzuschrecken. Im Gegenteil, sie wollten alles. Während der Amtszeit von Bob Ross bei Bob Ross Inc. behaupteten die Kowalskis, dass sie Eigentümer von allem seien, was Bob Ross entwickelt oder genutzt habe. Alles, von seinen Originalgemälden bis hin zu seinen Pinseln und sogar der wiedererkennbaren Staffelei, ist in diesem Buch enthalten. Steve erinnert sich an einen erschreckenden Telefonanruf, den er nur 2 Tage nach dem Tod seines Vaters erhielt. Annette Kowalski teilte ihm mit, dass es gegen die Vorschriften verstoße, wenn er unter dem Namen Bob Ross ein Malereiunternehmen gründe. Es ist unverständlich, dass dies ihr erstes Anliegen war, anstatt Mitgefühl zu äußern, sondern vielmehr Drohungen auszusprechen. Bob hatte mit diesem Ereignis gerechnet. Das war der Grund, warum er Maßnahmen zum Schutz seiner Familie ergriffen hatte. Und es war auch der Grund, warum er Linda, seine 3. Frau, geheiratet hatte. All das war jedoch nicht ausreichend. Sein letzter Akt des Ungehorsams, nämlich die Änderung seines Testaments, hat vor kurzem einen monumentalen Rechtsstreit ausgelöst. Die Kowalskis reichten eine Klage gegen seinen Bruder und seine Witwe ein. Sie wollten die volle und unanfechtbare Kontrolle über die Marke Bob Ross haben und ihn in eine Ware verwandeln, die noch lange Zeit nach seinem Tod verwertet werden konnte. Erwerben Sie dies. Die Familie Ross war nicht die einzige Familie, die die Kowalskis verklagten. Darüber hinaus reichten sie eine Klage gegen den öffentlichen Fernsehsender WIPB ein, der The Joy of Painting über einen längeren Zeitraum ausgestrahlt hatte. Doch damit nicht genug. Sie machten weiter. Sie reichten sogar eine Klage gegen eine Kindersendung des Public Broadcasting Service, PBS, über $500,000 ein. Kennen Sie die Sendung, die Bob gegen Ende seines Lebens aufnahm, als er aufgrund seiner Krankheit nicht mehr reisen konnte? Auch das haben sie verfolgt. Was die Kowalskis betrifft, so waren sie zu diesem Zeitpunkt wie Haie, die Blut witterten. Sie befanden sich auf einem juristischen Rachefeldzug und es schien, dass niemand, nicht einmal die Macher von Kindersendungen, die unschuldig waren, vor den Klagen, die sie einreichten, gefeit waren. Außerdem entzogen sie mit jedem Sieg und jeder Beilegung des Rechtsstreits einen immer größeren Teil von Bobs Erbe der Kontrolle durch seine eigene Familie. Jeder wäre in der Lage gewesen, aufzugeben und die Situation hinter sich zu lassen. Steve Ross war nicht nur untröstlich, sondern auch wütend über diese Situation. Nach allem, was sein Vater durchgemacht hatte, einschließlich seines Kampfes gegen die Krankheit und die Kowalskis, wollte er auf keinen Fall zulassen, dass sie Bobs Erinnerungen völlig auslöschen. Auf Anraten seines Anwalts beschloss er, sich zu revanchieren, indem er eine Klage gegen sie einreichte, bevor sie einen anderen Vorwand finden konnten, um ihn vor Gericht zu bringen.
Steven vertiefte sich in die Ermittlungen. Es besteht kein Zweifel daran, dass es Beweise dafür geben muss, dass er der rechtmäßige Inhaber des Namens und des Bildes seines Vaters ist. Und das war der Fall. Andererseits hatte die Sache eine erschreckende Wendung genommen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass Jimmy, Steves Halbbruder, als gesetzlicher Vormund fungiert hatte, als Steve noch jünger war. Und Jimmy hatte die Rechte an Bob Ross, Inc. übergeben, um einen der Fälle zu beenden, die die Kowalskis eingereicht hatten. So verschwand alles in einem Augenblick. Auch die unbezahlbaren Gespräche, die Bob und die Kowalskis auf Band aufgenommen hatten, gingen durch die Transaktion verloren. 2019, nachdem viele Jahre vergangen waren, entschied ein Richter widerstrebend zugunsten des Unternehmens. Vor Gericht war Bobs Sohn erfolglos. Um die Wahrheit zu sagen, waren sie jedoch nicht in der Lage, ihm alles wegzunehmen. Das Vermächtnis, das Bob Ross hinterlassen hat, ist viel mehr als nur Bilder und Rechtsstreitigkeiten. Millionen von Menschen wurde gezeigt, dass jeder in der Lage ist, etwas zu schaffen. Kunst hat die Macht, jeden glücklich zu machen. Die Werkzeuge, die sie brauchten, waren nicht teuer. Es war nicht notwendig, dass sie eine klassische Ausbildung absolviert haben. Er war davon überzeugt, dass selbst kleinste Schicksalsschläge und glückliche Zufälle eine große Wirkung haben können. Heutzutage wird Bob dank der Streamingdienste bzw. YouTube von einer ganz neuen Generation entdeckt. Die kommerziellen Aspekte der Situation spielen für sie keine Rolle. Sein optimistisches Auftreten, seine beruhigende Stimme und die Art und Weise, wie er die Malerei als angenehm und machbar erscheinen ließ, sind die Quellen der Inspiration für sie. Das Phänomen lässt sich in Online-Gruppen, beim Teilen von Werken neuer Künstler und sogar in diesen lächerlichen Memes über Bob Ross beobachten. Es ist ein Beweis dafür, dass eine echte Beziehung zum Publikum niemals gefährdet werden kann, selbst wenn versucht wird, Kontrolle über die eigene Arbeit auszuüben und daraus Profit zu schlagen. Wenn in Bob Ross Mut Sie inspiriert, klicken Sie auf Gefällt mir, abonnieren Sie die Seite und läuten Sie die Glocke, denn manchmal kommen die hellsten Farben aus den dunkelsten Momenten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.